in dem Moment wird er quasi abgestoßen, dass er den Arm hebt. Und wenn er nach vorne fährt, bringe ich ihn dazu, wieder zu werfen. Ja, moin aus dem Wunderland. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, ist Bobby gerade dabei, oben in den USA das Westerndorf bzw. das Westernfest neu zu machen. Das war schon ziemlich abgerockt und ja, jetzt sollten eigentlich nur ein paar Figuren getauscht werden. Jetzt ist es fast ein kompletter Neubau geworden. Und ich habe mich dem ein bisschen angeschlossen, gleich noch 2 kleine Knopfdrücker mit einzubauen. Und ja, ich würde euch eigentlich gerne mal zeigen, wie der Stand der Dinge ist. Ja, hallihallo ihr Lieben. Ich bin dabei, für Amerika neue Sachen zu machen, speziell für die Westernstadt, sprich Häuser, die Figuren, die Parade. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das alles jetzt vorzubereiten. Das ist auch was Neues in der Westernstadt. Die laufen bei der Parade mit. Und hier habe ich auch nochmal Indianer gebaut. In Handarbeit, die gibt es so nicht zu kaufen. Das Problem war auch bei diesen Indianern, man sieht ja hier diese Federn, die haben ja so einen sehr großen Kopfschmuck um. Und da habe ich überlegt, wie mache ich das? Ich habe dann richtige Federn benutzt, aber wenn man sie so klein schneidet, gehen sie völlig auseinander, die lösen sich richtig auf. Und das ist normalerweise Farn. Also eine Blume oder eine Pflanze, die ist normalerweise grün, klar. Und die habe ich dann einzeln angemalt und man sieht es überhaupt nicht, dass es mal ein Farn war. Hier könnt ihr schon mal sehen, welche Wagen ich schon fertig gemacht habe. Die fahren dann auch bei der Parade mit. Hier ist ein Sheriff, das ist Ort Shatterham, aber der hat ja mit der amerikanischen Geschichte ja so nichts mit zu tun. Hier ist ein Goldberg, der bewacht wird von Soldaten. Der fährt auch mit in der Parade. So, bei dem bin ich noch am Überlegen, was ich da draufsetze. Also hier oben. Erstmal muss ich den noch mal neu anmalen und dann muss ich das hier ein bisschen kaschieren, sauber machen. Aber ich weiß noch nicht, was ich drauf mache. Da muss ich echt noch mal überlegen. Und ihr könnt mir ja dann bei der Arbeit über die Schulter gucken. So, ich bin so gut wie fertig mit der Parade. Muss jetzt noch ein paar Püppis anmalen. Aber im Großen und Ganzen bin ich durch. Das sind hier diese Knopfdruckaktionen für die Westernstadt, Rodeo-Reiter. Und das ist ein Messerwerfer. Das kommt oben auch noch in Amerika rein. Und da können die Leute drücken wie verrückt und dann bewegt sich alles. Weil das fand ich immer sehr schade, dass es da nichts gab in der Westernstadt. Ja, hier haben wir eins der beiden kleinen neuen Knopfdrücker, ein sogenanntes Bullriding. Das ganze Ding gab es vorher auch schon oben als Vorbild sozusagen, nicht so schön und nicht beweglich vor allen Dingen. Und ich habe mir jetzt gedacht, Mensch, da kannst du eine ganz einfache, super Bewegung draus machen, indem ich das Ding hin und her sich bewegen lasse, mit Magneten arbeite und dann soll das aussehen. Ach, ich zeige euch einfach mal, wie das funktioniert. Was soll ich da groß rumreden? Ich schließe das mal provisorisch an. So, ich kann jetzt natürlich noch nicht alles simulieren, was ich später in der Anlage simulieren kann. Das heißt, ich möchte später mit verschiedenen Geschwindigkeiten arbeiten. Also sprich, er soll langsam anlaufen, mal schnell anlaufen.
Das ist dann diese Bewegung, wodurch er das schon vor und zurück geht. Und dann habe ich einen zweiten Pin, über dem ich die Richtung noch beeinflusse. Das heißt, er soll völlig unkontrolliert, chaotisch, so wie es bei den echten Dingern halt auch ist, sich hin und her drehen, rechts drehen, links drehen, dabei mal ein bisschen schneller, wieder ein bisschen langsamer. Aber so viele Finger habe ich nicht. Aber grundsätzlich sollte es funktionieren. Das heißt, das ist ein fertiges Modul, braucht Bobby eigentlich nur noch einbauen und dann mal gucken, wie lange es durchhält. Ja, für die Freunde der Technik, wie funktioniert das Ganze? Ich kann das ja mal ganz kurz zeigen. Ist eigentlich gar nicht viel Hokuspokus hinter. Ich habe hier einmal meinen Bison und der Bison hat hier drinne Magneten. Das heißt, ich habe die Hufe abgeschnitten, habe kleine Magneten eingebaut. Dann ist das ganze Ding hier auf einer Achse schaukelnd gelagert. Das heißt, ich kann den hin und her bewegen. Der Cowboy hat eine Achse hier drinne, dass er sich entsprechend vor und zurück bewegen kann. Dann habe ich einen Motor, der den ganzen Bison einfach im Kreis dreht. Und unten drunter habe ich 2 Magneten versteckt, über die ich den Bison zum Kippen bringe. So, dann habe ich hier oben noch ein kleines Motor-Umpol-Relais, was nichts anderes macht, als die Richtung auf die Schnelle umzudrehen. Und dann war es das schon. Oh, ich klebe fest, ich klebe fest. Nochmal. Okay. Ja, hier habe ich das zweite Modul. Das sieht erstmal komisch aus, macht aber eine ganz witzige Bewegung, beziehungsweise ich kann damit gleich mehrere Bewegungen realisieren. Das Ganze wird später halt auch in die Anlage als Modul reingesetzt. Den Rahmen dazu hat Bobby auch schon, glaube ich, eingeklebt. Aber ja, die Figuren habe ich noch da. Ich klebe sie jetzt mal provisorisch mit Doppelklebeband drauf, dass ihr sehen könnt, was später mal passieren wird. Ich muss ein bisschen tricksen, aber das funktioniert. Ja, also ich habe halt auch versucht, in einem Modul mit einem Motor so viele Bewegungen wie möglich hinzukriegen. Und in dem Fall sind es mindestens 3 geworden. Ups. So, jetzt läuft schon mal die Mechanik. Ich kann ja schon mal ein bisschen was dazu erklären. Und zwar habe ich einmal hier mein Hauptmagnetfeld, was sich dreht, wo die Magneten halt so angeordnet sind und ich die entsprechend gegenläufige Magnetanordnung hier im Rad drin habe. Dadurch kriege ich es hin, eine saubere, ruckelfreie Drehbewegung zu machen, ohne dass irgendwas ist, was verschleißen kann. Also ich habe keine Welle, ich habe keine Zahnräder. Ich kann zur Not auch das Ding einfach festhalten. Es passiert einfach nichts, es schadet nichts und ist dadurch natürlich wesentlich sicherer für uns. So, jetzt muss da noch eine Figur ran, die Anschwung macht, weil warum dreht sich sonst das Rad? Nee, das muss ich noch ein bisschen weiter rüber positionieren. Und dann soll eigentlich auch noch ein Hund mit hin, der, wenn er das Ganze loswirft, kurz vorher losspringt. Aber da spare ich mir jetzt das ganze Ding provisorisch raufzumachen. Aber der hat halt auch einen Magneten dran und sollte noch mal so für ein bisschen Zusatzspannung sorgen, dass er kurz vorher noch hochspringt, als ob da irgendwie groß Action ist. Mechanisch, technisch ist das Ganze komplett fertig. Das heißt, jetzt übergebe ich das wieder Bobby, dass der das schön besanden kann, in die Anlage einpflegen, sodass es nicht als Modul auffällt. Und dann werde ich hinterher die ganzen Figuren wieder rauf machen und dann sollte das fertig sein. Ich kann ja auch hier noch mal ein bisschen was zur Technik zeigen. Also ich habe einmal den großen Hauptmagneten, der dafür sorgt, dass sich hier unten das Rad dreht. Und dann habe ich einen Magneten, den ich einfach immer nur vor und zurück bewege. Und wenn man genau guckt, hat der Messerwerfer hier im Arm einen ganz kleinen Magneten, einmal 1 Millimeter, der ihn dazu bringt, in dem Moment wird er quasi abgestoßen, dass er den Arm hebt und wenn er nach vorne fährt, bringe ich ihn dazu, wieder zu werfen. Ja, ich bin mit der Generalprobe fertig. Das heißt, ich pflücke jetzt meine Figürchen hier erstmal runter, lagere sie wieder ein und gebe das Ganze Bobby, bis er das Ganze dann begrünt und ja, besandet hat. Ja, dann wird es wahrscheinlich noch 1, 2, 3, 4, 5 Tage dauern, bis das Ganze oben fertig ist. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja noch, euch dann ein paar Bilder davon zu zeigen. Ja, bis dahin noch einen schönen Tag, genießt das Wetter und wir sehen uns bestimmt noch mal wieder.